Herr Professor Thomssen, wir sind beim 40. San Antonio Breast Cancer Symposium 2017 und gestern am ersten Tag gab es eine Educational-Sitzung, bei der es um Strahlentherapie ging. Ist da irgendwas Neues gezeigt worden? Educationals sollen ja zunächst erstmal nur zusammenfassen, wie der Standard ist derzeit, wie man behandeln sollte, aber auch, was die Zukunft zeigt. Und es gab 3 Vorträge. Der erste Vortrag von der Arbeitsgruppe von Frau Correa ging um die Frage, lässt sich Strahlentherapie reduzieren auf eine lokale Strahlentherapie des Tumorbettes mit der sogenannten akzelerierten Partialbrustbestrahlung, das heißt, man relativ hohe Dosen auf die Brust, auf den Tumorort gibt, nach der Operation, mit welcher Methode auch immer. Und das ist in manchen Kliniken schon Standard. Es gibt einige gute Daten dazu. Sie hat ein paar Möglichkeiten erwähnt, wann man das machen könnte. Wir freuen uns ja immer, wenn wir bei der Vorstufe, beim Dezis, nicht die ganze Brust bestrahlen müssen, sondern vielleicht das reduzieren können auf das betroffene Areal. In den Leitlinien in den internationalen Leitlinien der Strahlentherapeuten, ASTRO heißt diese Arbeitsgruppe, wird möglicherweise das zumindest als eine Option in Zukunft angesprochen werden. Der zweite Vortrag von Abraham Recht, der ein bekannter Strahlentherapeut aus New York ist, der schon seit vielen Jahren sich mit der Frage der Bestrahlung nach Entfernung der Brust beschäftigt und auch da die Standards in Amerika weitestgehend beeinflusst hat und weltweit. Und es ist eindeutig, dass man Patienten mit mehr als 4 Lymphknoten natürlich auch einer Brustbestrahlung zuführen sollte. Die Streitfrage ist immer, was machen wir bei Patientinnen mit 1 bis 3 Lymphknoten, mit 1 bis 3 befallenen Lymphknoten. Wir haben in Deutschland da auch mit unseren Strahlentherapeuten lange diskutiert. Einerseits wissen wir von den Meta-Analysen, dass Patienten wahrscheinlich schon von der Strahlentherapie profitieren. Andererseits wissen wir auch, dass wir sicherlich viele Patienten übertherapieren. Wir haben uns in Deutschland geeinigt, dass wenn wir wirklich sehen, dass das Patienten sind mit einem niedrigen Risikoprofil, also günstiges Grading, Hormonrezeptor positiv, kleiner Tumor, dass wir da und nur wenige Lymphknoten befallen, dass wir dann eher darauf verzichten würden. Patienten mit einem hohen Risikoprofil, HER2 positiv, schlechtes Grading, sehr junge Patienten, da würden wir großzügig die Therapie in Übereinstimmung mit den Strahlentherapeuten natürlich indizieren. Aber es bleibt immer eine Mittelgruppe und letztendlich hat auch Abraham Recht gesagt, auch nach den neuesten Daten werden wir weiterhin im Rahmen der multidisziplinären Konferenzen mit allen Beteiligten ausdiskutieren müssen, ob es in dem Fall sinnvoll ist oder nicht. Und der dritte Vortrag war ein Vortrag, da ging es von Frau Jaxi um moderne Strahlentherapie-Optionen, sozusagen ein Fortbildungsbeitrag für Onkologen. Denn interessanterweise haben relativ wenig Strahltherapeuten in der Sitzung gesessen, sondern vor allen Dingen Onkologen und Chirurgen. Und Frau Jaxi hat also verschiedene moderne Strahlentherapie-Optionen vorgestellt. Dabei geht es ja auch darum, dass man das Gewebe schützen möchte, was nicht bestrahlt werden soll, wie Herz oder Lunge. Auf der anderen Seite ausreichend Dosis hinbekommen möchte an die Organe oder an den Bereich, der bestrahlt werden muss. Das heißt also die Brust bei der Brusterhaltung oder die Lymphknoten der Achsel und so. Die kürzlichen Analysen von der Arbeitsgruppe aus Oxford und Richard Pito und Richard Ray haben gezeigt, dass interessanterweise nach vielen Jahren Patientinnen mit einer Strahlentherapie ein erhöhtes Risiko haben, Herzinfarkte zu erleiden und vor allen Dingen auch ein erhöhtes Risiko haben, Bronchialkarzinome, also Lungenkarzinome zu erleiden. Und vor allen Dingen die Raucherinnen sind da am meisten betroffen. Und zurückgebrochen auf die Strahlentherapie heißt es natürlich, wie kann ich jetzt vermeiden, dass zu viel Lunge und zu viel Herz bestrahlt wird. Und da gibt es verschiedene Techniken. Und eine Technik, die wir in Halle inzwischen auch durchführen, ist, dass man die Bestrahlung durchführt, indem man die Frauen tief einatmen lässt, sodass die Entfernung zwischen dem Strahlenfeld und dem Herzen größer wird und das Herz, insbesondere die linke Kranzarterie, eben möglichst wenig Strahlung abbekommt. Und das funktioniert. Und man muss das vorher mit den Frauen trainieren. Unsere Strahlentherapeuten haben uns das genau vorgemacht, wie das geht. Und das funktioniert bei vielen Frauen. Insofern wäre das zum Beispiel eine zugegebenermaßen interessante und
Vorausbedingung, dass die Frauen auch mitarbeiten, aber doch eine ganz gute Option, eben wie man die Nebenwirkungen am Herzen verringern kann. Und dadurch, dass die Lunge sich durch die Einatmung ja mehr ausdehnt, wird wahrscheinlich dann auch weniger Lungengewebe bestrahlt. Und damit haben wir sozusagen durch eine relativ einfache Methode eine Option, zusätzlich schützend für die Frauen bestrahlen zu können. Vielen herzlichen Dank.